Hi, ist es ein bisschen ironisch, dass ich die letzte Nacht wirklich nicht sehr gut geschlafen habe? Vielleicht werde ich euch trotzdem darüber erzählen, wie und warum sich mein Schlaf dennoch insgesamt in den letzten Jahren markant verbessert hat. Natürlich werde ich das alles in mein Mini-Mikrofon sprechen müssen, weil es kaputt gegangen ist gleich vor dem Dreh. Ja, klar, einer dieser Tage. Ich versuche mein Bestes. Ich struggle schon seit Kindesalter mit Schlafen. Ich konnte nie verstehen, nie nachvollziehen, wie jemand einfach sich so hinlegen und pennen kann und das auch noch an verschiedensten Orten. Ich bin die schlaflose Person in Flugzeugen, in Zügen und manchmal auch einfach in fremden Betten. Honigmilch, Schlaftees, Rückwärtszählen, alles wunderbar gut gemeinte Tipps. Doch dieses Zeug hat mir einfach nie geholfen. Und das hat mich natürlich sehr schlecht fühlen lassen, weil ich echt dachte, irgendwas ist einfach fundamental falsch mit mir oder ich mache was fundamental falsch. Turns out, dass es größtenteils an meinem bunten Brain liegt, das einfach andere Strategien gebraucht hätte. Und daran, dass viele Ratschläge und Informationen zum Thema Schlaf einfach wirklich unfundierter Müll sind und eigentlich nur dazu da, den Leuten Angst einzujagen, Klicks zu generieren und Geld zu verdienen. Natürlich, versteht sich von selbst hoffentlich, ersetzt dieses Video keine Therapie und auch keine Diagnose. Ich dachte einfach, vielleicht kann sich jemand von euch ein bisschen Inspiration holen. Und ich möchte dieses Video auch sehr gerne dazu nutzen, ein bisschen gemeinsam mit euch Schlaftipps zu sammeln, damit vielleicht andere noch ein bisschen neue Tools sich aneignen können. Also haut rein in die Tasten in den Kommentaren. Ich freue mich schon sehr darauf. Also, starten wir mit einem kleinen Wissensnugget. Im Zuge meiner Diagnose und auch danach habe ich herausgefunden, dass gewisse Schlafstörungen und ADHS direkt zusammenhängen, zum Beispiel Schlafapnoen. Also sie kommen einfach gehäuft vor bei ADHS. Es heißt nicht, wenn man Schlafapnoen hat, dass man ADHS hat. Und gewisse Schlafstörungen wie Einschlafstörungen etc. korrelieren einfach stark mit ADHS. Dort ist es aber auch wirklich sehr komplex herauszufinden, was wirklich verantwortlich ist. Ob es die ADHS selbst ist oder es an den Begleiterkrankungen wie zum Beispiel Depressionen oder auch Ängsten liegt, welche ja auch sehr störend sein können für den Schlaf. Und ja, ich kratze hier definitiv an der Oberfläche. Bitte hängt mich nicht an wissenschaftlichen Details auf. Ich werde bald mal einen Livestream zum Thema Schlaf, Entspannung etc. haben und da mal noch das eine oder andere Paper hervorholen. Wie sahen denn meine Schlafprobleme genau aus? Also bei mir war es eben nicht so, dass ich nicht schlafen konnte wegen bestimmter Sorgen. Nein, bei mir war es eher so, oder ist es auch so, wenn ich jetzt zwischendurch mal nicht schlafen kann, dass mein Hirn einfach so wie eine verstimmte Jukebox Fetzen von Gedanken, irgendwelche Überlegungen und Erinnerungen irgendwie durcheinander wirft. Jetzt nach der Diagnose macht das extrem Sinn. Wir haben einfach ein überaktives Hirn, ein sehr kreatives Hirn und manchmal halt auch zu Momenten, wo es nicht sehr erwünscht ist. Und natürlich gab es schon so die restlichen 5% meiner Schlafstörungen, die ich hatte, haben sich dann schon auch um Prüfungsängste und so und Performanceängste im Allgemeinen gedreht. Doch das kam im Vergleich eigentlich eher selten vor. Hinzu kommt bei mir, es geht nicht allen so, dass ich einfach das Gras wachsen höre. Also ich höre jedes kleinste Geräusch und trage deshalb seit Jahren Ohrstöpsel. Und ich dachte immer so ein bisschen, dass ich das wie nicht gehört oder dass ich aufhören muss. Inzwischen habe ich das einfach akzeptiert und weiß, dass das eine Stütze ist für mich, besser zu schlafen. Hier ein kleiner Hinweis. Es ist nicht so, dass alle ADHSlerinnen geräuschempfindlich sind beim Schlafen. Es kommt durchaus auch das Gegenteil vor, dass viele besser schlafen können, wenn sie eine äußere Geräuschkulisse haben. Darum ist es auch so wichtig, sich selbst da und das eigene Brain da so gut kennenzulernen. Also, was half mir da genau raus? Und was ist es, was mir besonders auch geholfen hat seit der ADHS-Diagnose? Also erstens ließ sich meine Schlafstörungen auch mal physisch abklären, physiologisch abklären, ärztlich abklären, weil das nahm mir auch die Ängste, dass irgendwas ist und es ist auch verdammt wichtig, das abzuklären. Was ein Riesending war für mich, ist, mich selbst weiterzubilden bezüglich Schlaf, also das Wissen über Schlaf. Weil, wie gesagt, herrschen so viele Vorurteile und komische Regeln und Verbote und Gebote, die so gar nicht stimmen. Also zum Beispiel, dass man immer 8 Stunden schlafen muss, weil sonst wird man krank oder dass man tief schlafen muss die ganze Nacht. Das ist alles eigentlich Quatsch. Die Schlafdauer kann variieren und es ist völlig normal zum Beispiel, dass man in der Nacht mehrmals fast wach wird oder auch wach wird. Wir erinnern uns oft einfach nicht mehr daran. Und was mir auch geholfen hat, ist zu verstehen, dass es überhaupt keine Katastrophe ist, wenn man mal nicht schlafen kann zwischendurch. Passend dazu
hat es mich auch sehr beruhigt seit der Diagnose, dass mein Problem mit dem Schlaf nicht einfach ein einzigartiges Problem ist und ich ganz einsam bin damit. Nein, ich bin mit den Struggles nicht alleine. Ich weiß jetzt, dass das auch mit der Reizoffenheit meines Gehirns zu tun hat und ich mache mir daher weniger Vorwürfe und ich fühle mich weniger einsam und das hilft. Dann Entspannungsmethoden. Ich habe sehr viel ausprobiert und ich komme immer wieder auf die progressive Muskelentspannung zurück. Es gibt ganz viele gratis YouTube-Videos oder geführte Meditationen, aber auch auf Apps wie zum Beispiel Insight Timer. Ich hinterlasse ein paar Links in der Beschreibung. Dann ist bei mir ganz wichtig Bewegung, um meine nervöse Energie durch den Tag etwas abzubauen. Bei mir sind das möglichst regelmäßige Spaziergänge im Wald, am besten wirklich bei Tageslicht. Wer geht im Dunkeln in den Wald? Ich nicht. Und ich versuche wirklich 2-mal die Woche Krafttraining zu machen. Das ist so ein bisschen ein realistisches Ziel für mich. Und ich glaube, das hilft mir sehr. Als nächstes möchte ich die Acceptance und Commitment Therapy, kurz ACT, erwähnen, weil mir das einfach unglaublich geholfen hat, ganz im Gegensatz zur kognitiven Verhaltenstherapie. Weil bei ACT hört man auf, gegen sich selbst oder das eigene Naturell zu kämpfen, sondern lernt, Umstände zu akzeptieren und sich den Gedanken und Emotionen ein bisschen hinzugeben und trotzdem entspannen zu können und auch in einen Schlaf entspannen zu können. Das klingt unglaublich schwierig, ist es aber gar nicht mal so. Meinem Brain liegt es einfach viel mehr. Dazu möchte ich euch wärmstens das Buch von Guy Meadows empfehlen. Das sollte hier eingeblendet sein. Und keine Angst, ihr müsst nicht das Buch ganz fertig lesen und ihr müsst nicht jede Aufgabe genau lösen, damit es erfolgreich wird. Manchen reicht nur schon der Abbau von irgendwelchen Schlafmythen, die einem so viel Angst einjagen. Zusätzlich habe ich mir einen Schlaftracker zugetan. Also besser gesagt, ich habe einfach eine Smartwatch mit Schlaftracker. Denn damit habe ich herausgefunden, dass ich viel besser und tiefer schlafe sehr oft, als ich das subjektiv wahrnehme. Und seit ich das weiß, sehe ich Schlaf und mein Bett nicht mehr als Bedrohung, sondern als einen mega gemütlichen Ort. Seit meiner ADHS-Diagnose habe ich mir auch viel mehr erlaubt, meine sensorischen Bedürfnisse zu achten und zu respektieren, statt zu versuchen, sie mir abzugewöhnen. Ich nutze die Loop Quiet für meine Ohren, also Ohrstöpsel. Ich habe mir eine Gewichtsdecke zugetan, die ich nicht mehr missen möchte. Und ich sorge dafür, dass das Zimmer dunkel ist und nicht so heiß und relativ ruhig. Ja, ich weiß, das kostet alles Geld. Ja, ich weiß, das können sich nicht alle leisten. Aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal für alle, die das gerade können. Und ja, ich weiß, es klingt jetzt vielleicht etwas paradox, aber mir persönlich hat die ADHS-Medikation, also die Stimulantien, geholfen, besser zu schlafen. Also die Schlafqualität ist enorm gestiegen. Ich kann hier nur spekulieren, aber das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass einfach die ganze Aktivität und das verdammte Chaos hier oben den ganzen Tag schon ruhiger ist und mein Stresslevel deswegen einfach tiefer ist und ich am Abend besser entspannen kann. Hinzu kommt, dass meine exekutiven Funktionen besser sind und ich mehr erreicht habe durch den Tag oder meine Dinge besser umgesetzt habe und das stimmt mich zufrieden. Last but not least, ich habe seit der Einnahme der Stimulantien auf Koffein komplett verzichtet und ich trinke auch wirklich fast keinen Alkohol mehr. Was mir nicht geholfen hat, ist die klassische, wie schon gesagt, kognitive verhaltenstherapeutische Methode für besseren Schlaf. Das sind ganz viele Regeln und es geht darum, die Gedanken umzuprogrammieren. Und ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich kann meinen Kopf nicht verarschen. Also wenn ich mir versuche, was einzureden, dann denke ich das Gegenteil. Und diese starren Regeln, die da teilweise kommen mit dem, in der Nacht musst du aufstehen, wenn du nicht schlafen kannst. Du musst aufschreiben, warum du nicht schlafen kannst. Du darfst ja nicht mehr am Abend X, Y, Z machen. All diese Verbote und Gebote waren für mein ADHS-Brain ein Desaster. Ich glaube, bei der CBT, also kognitiven Verhaltenstherapie, hatte ich plötzlich einen mega negativen Hyperfokus auf das Thema Schlaf, was natürlich verheerend ist, wenn es um Schlafstörungen geht. Weil es macht den Schlaf irgendwie zu einer Leistung und das ist das Letzte, was ich brauchen kann, Leistungsdruck, wenn es um Schlaf geht. Und bei mir hilft es echt auch nicht aufzustehen, wenn ich nicht schlafen kann, weil dann mein Kopf erst recht anfängt zu drehen und kreativ zu werden und dann bin ich einfach wach und dann mache ich zwar lustige Sachen, aber müde und unbrauchbar bin ich dann am nächsten Tag trotzdem.
Da liege ich lieber entspannt im Bett und träume ein bisschen vor mich hin und bin wenigstens körperlich auch ein bisschen ausgeruht. Noch ein Disclaimer zum Schluss. Ich habe jetzt erzählt, was für mich funktioniert hat und das kann durchaus für jemanden von euch genau auch funktionieren. Doch es ist wie bei allem, auch wenn es um das Managen von ADHS geht. Jeder Mensch hat verschiedene Bedürfnisse, jedes Brain hat verschiedene Bedürfnisse und darum ist es so wichtig, dass man mit dem eigenen Brain auch arbeitet und in diesem Falle jetzt quasi ein eigenes Schlafprogramm auf die Beine stellt. Kurz, ich finde es so wichtig, dass wir damit arbeiten, was für uns stimmt und für unser Brain funktioniert, statt uns dafür zu verurteilen, dass viele neurotypische Tipps vielleicht nicht funktionieren. Einzig wichtig, aber das muss ich vermutlich nicht erwähnen, ist, dass die Schlafstrategien gesund sind und uns nicht irgendwie mittel- oder langfristig oder auch kurzfristig Schaden zufügen. Ihr wisst schon. Und jetzt möchte ich gerne hören, wie das bei euch so ist. Hat euch das ein bisschen weitergeholfen? Habt ihr selbst Methoden, die für euch gut funktioniert haben? Habt ihr Fragen an mich? Lasst mich gerne alles wissen in den Kommentaren. Ich freue mich immer so. Und wenn du noch mehr sehen willst zum Thema Stress und Umgang mit der eigenen Energie, habe ich ein Video, wo es um den inneren Pusher geht oder mein Video zum Thema Perfektionismus. Like dieses Video, schenke mir ein Abo, damit hilfst du mir, meinem Content viel, viel mehr, als du vielleicht denkst. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis bald. Tschüss!